Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung bei Edelmetallkasse TV aus Frankfurt am Main. Viele von uns kennen noch das Bild von Norbert Blüm, worauf er groß im Jahre 1986 plakatierte: Denn eins ist sicher, die Rente. Wir wollen heute mit unseren Interviewpartner dieses Mantra des Herrn Blüm hinterfragen. Ich wünsche Ihnen spannende Minuten. Liebe Zuschauer, ich begrüße in Frankfurt am Main im Studio bei Edelmetallkasse TV Herrn Michael Grant. Hallo Herr Grant. Hallo Herr Jungwirth. Herr Grant, wir wollen uns heute über die gesetzliche Rentenversicherung unterhalten. Hier im Hintergrund ist ja das schöne Bild von den Herrn Blüm, wo er hier 1986 schön plakatiert hat mit dem Mantra: Eins ist sicher, die Rente. Sie sagen, es handelt sich um eine Lüge bzw. um die Rentenlüge. Wie kommen Sie da drauf? Also ich sage, eins ist sicher, die Rente ist nicht sicher. Das Umlageverfahren fällt uns jetzt um die Ohren. Das kann ich auch erklären mit vereinfachten Zahlen. Wir haben 42 Millionen Menschen, die arbeiten. Diese 42 Millionen Menschen müssen 37 Millionen Menschen, die staatliche Transfers erhalten, finanzieren. Darunter sind 25 Millionen Rentner, 8 Millionen Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger und 3,5 Millionen Pensionäre und Beamte, die ja auch durch Steuergelder finanziert werden. Also jeder, der arbeitet, muss bereits fast einen einzigen anderen Menschen mitfinanzieren. Und ich frage Sie, wie lange kann sowas gut gehen? Nicht mehr lange. Jetzt ist ja das gegenwärtige Umlageverfahren ja mal von Otto von Bismarck eingeführt worden. Was war damals anders da wie heute, dass dieses System, sagen wir mal, so lange weiter betrieben wird jetzt, obwohl es nicht rechnet, obwohl es nicht aufgeht? Damals gab es nicht so viele Menschen, die staatliche Transferzahlungen erhalten haben. Das ist der Unterschied zu heute. Die Rentengarantie, man kriegt ja immer irgendwelche Statistiken zugeschickt mit irgendwelchen Punkten drauf. Gibt es eigentlich eine Garantie auf die Rente oder wird es Rente immer geben, nur die Höhe ist nicht garantiert? Wie kann man das denn exakt formulieren? Das ist so eine Wahlkampfversprechen-Klausulierung gewesen 2009 bei der Einführung dieser Rentengarantie. Jetzt heißt es nicht mehr Rentenkürzung, sondern Nullrunden. Aber klar ist, dass das Rentenniveau immer weiter sinken wird. Sie sehen es als nur ein Hütchenspiel. Werden wir mal so weit sein, die demografische Entwicklung, es ist ja eigentlich nur ein mathematisches Rechenspiel, dass das Niveau der Rente sich an die Sozialhilfesätze anpasst? Das ist ja jetzt schon fast so. Ist schon fast so. Die Durchschnittsrente, ja. Wie alt muss man denn eigentlich werden, wenn man durchschnittlich eingezahlt hat in die Rentenversicherung, um nur das Geld habhaft zu werden, das also durch die Beiträge generiert wird? Also es gibt hier Berechnungen, aber da wird die Inflation meistens nicht berücksichtigt. Und wichtig ist natürlich auch der Jahrgang. Aber wenn man das einfach mal so über den Daumen peilt, müsste man ungefähr 100 Jahre einzahlen. 100 Jahre einzahlen, damit? Ja, damit man das rausbekommt, was man dann einbezahlt hat. Okay. Die Rentenbescheide, wieso werden die Rentenbescheide eigentlich in einem undurchsichtigen Punktesystem verklausuliert? Kann man nicht einfach hinschreiben, das ist also mein Kontostand, das habe ich einbezahlt und das werde ich eventuell bekommen, wenn ich das Lebensalter erreiche? Entschuldigung, das wäre natürlich das Einfachste, aber es gibt sehr viele Zu- und Abschläge. Es gibt beitragsfreie Zeiten, es gibt Entgeltpunkte und so weiter und so fort. Das heißt, das, was Sie einbezahlen, wird auch anderen zugerechnet, weil Ihnen das gekürzt wird dann. Also Sie kriegen ja nicht das raus, was Sie auch einbezahlen, das wäre ja schön, sondern Sie kriegen weniger raus, als Sie einbezahlt haben. Wir haben ja gerade gesagt, 100 Jahre ungefähr. Also Sie bekommen weniger raus, als das, was Sie einbezahlen, und der Rest geht an andere über und das verklausuliert man mit Entgeltpunkten. Kann man eigentlich dieses System als demokratisch noch verantworten? Also eigentlich ist es doch, wie Sie sagen, es ist eine Rentenlüge jetzt in der Darstellung, aber betriebswirtschaftlich für den Einzelnen ist es ja so ein erheblicher Verlustvertrag, dass es eigentlich schon Betrug ist. So könnte man das sagen, ja. Ja. Es hat ja mal diese Idee gegeben, dass man an der Tankstelle Rentenversicherungsbeiträge tankt. Machen wir das immer noch eigentlich? Und wie viel ist das? Wissen Sie das? Also zum Rentenbeitrag, den ja jeder Arbeitnehmer bezahlen muss, kommt noch 1% der Mehrwertsteuer und die gesamte Ökosteuer. Also die Ökosteuer, die eigentlich ja für was anderes uns verkauft worden ist, die wird vollkommen für die Rentenfinanzierung verwendet. Und wieso machen die das? Wieso wird das so weil die verwendet? Rentenkasse halt klamm ist. Also Steuergelder müssen ja in die Rentenkasse einbezahlt werden und nimmt man halt die Ökosteuer dazu.
Jetzt fließen hier ja, wenn Sie sagen, so viele Arbeitnehmer gibt es, 40 Millionen, fließen hier ja Unmengen an Beträgen ein. Hat denn die Rentenversicherung eigentlich Rücklagen? Also aktuelle Zahlen gibt es noch nicht. Ich kann die Zahlen vom Vorjahr nennen. Da waren es 32 Milliarden Euro Rücklagen. Das entspricht 1,8 Monatsbeiträge. Das klingt zunächst mal positiv, aber auch hier müssen wir wieder sagen, 80 Milliarden Euro fließen jährlich vom Steuersäckel in die Rentenkasse mit ein. Also dann relativiert sich diese Reserve, die uns dann wieder als positiv verkauft wird, also absolut dann wieder. Durch diese demografische Entwicklung auch natürlich, wie soll man das jetzt ausdrücken, der deutschen Stammbevölkerung wird uns ja suggeriert, dass die Zuwanderung wichtig ist für dieses System, dass es sinnvoll ist, dass es sich trägt. Stimmt das eigentlich? Also ist die Zuwanderung, wirkt sich das positiv aus auf die Sozialsysteme, auf die gesetzliche Rentenversicherung? Also ich versuche es sehr neutral und diplomatisch auszudrücken. Wenn jeder Zuwanderer, der zu uns kommt, arbeitet und in das Rentensystem einzahlen würde, wäre es ein Segen für uns. Nicht aber, wenn sie unsere Sozialsysteme noch zusätzlich belasten. Und gibt es da Statistiken, belasten die mehr als sie einzahlen? Gibt es solche Statistiken eigentlich? Sind die gewollt? Also ich habe jetzt keine Statistik gefunden, die absolut objektiv und ausgewogen wäre. Welche Risiken gibt es eigentlich noch bei der gesetzlichen Rente für den Beitragszahler? Also langfristig gesehen werden die Preise höher steigen als die Rente. Das heißt, die Kaufkraft wird sinken für Rentner. Zudem ist die Rente an Lohnsummenrisiken gebunden. Das hat demografische Gründe und auch die Entwicklung vom Arbeitsmarkt. Das heißt also, wenn auch 1 oder 2 Staaten in der EU bankrott gehen würde, hätte es unmittelbare Auswirkungen auf uns. Warum? Deutschland ist der größte Geldgeber der EU, der Zahlmeister der EU. Wenn ein Staat oder 2 Staaten pleiten gehen, wird die EU in eine Rezession versinken und auch Deutschland. Unsere Produktion wird sinken. Dadurch sinkt auch die Lohnsumme und dadurch gibt es dann auch keine Rentenerhöhung. Gibt es eigentlich andere Länder in der EU, die dieses Umlageverfahren nicht anwenden? Die also sozusagen eine kapitalgedeckte Rente haben? Es gibt eine Reihe Länder davon, die ein kapitalgedecktes Rentenumlagesystem haben. Ja. Wer ist das? Haben Sie da was im Kopf? Was für ein Land? Was Ja, machen die Skandinavier? Ja, die machen das zum Beispiel auch. Natürlich mit dem Risiko, das man gesehen hat in der Finanzkrise, dass dann natürlich auch die Altersvorsorge verschwinden kann. Aber man muss eben diese Altersvorsorge, muss man eben wirklich konservativ anlegen und nicht hochspekulativ. Das war der Fehler. Was prognostizieren Sie? Was könnte man jetzt in Deutschland machen, um diesem Problem Herr zu werden? Also ich prognostiziere eine Grundrente für jeden, egal wie lange er einbezahlt hat und egal wie viel, von ungefähr 500 Euro. Inflationsbereinigt werden das noch 200 bis 300 Euro und das Renteneintrittsalter wird steigen. Also ich persönlich rechne nicht mehr damit, dass ich überhaupt irgendwas für meine Rente kriege und das Geld gebrauchen kann. Ich muss privat vorsorgen, sonst habe ich keine Chance. Ich denke mal, dass viele sehen das zwar ähnlich, aber so mit den Summen werden die nicht spekulieren. Also wenn man jetzt jemandem sagen würde, pass mal auf, in 5 oder 10 Jahren, deine Beiträge, was du gezahlt hast, die sind futsch. So muss man das ja mal so ganz brutal sagen. Und ob er die Differenz, mit der er kalkuliert hat, ob er das privat gedeckelt hat oder angespart hat, da wird die Trauer groß werden, oder wie sehen Sie das? Das ist ja das Dilemma, dass die Menschen sich darauf verlassen, wie auf Blüm, die Rente ist sicher. Natürlich ist die Rente sicher, aber die Höhe der Rente ist eben nicht sicher. Also dass jeder eine Rente kriegt, das denke ich auch. Das wird noch in 50 Jahren so sein. Aber sind es 100 oder 200 Euro? Aber es werden auf jeden Fall keine 1000 oder 1200, 1300 Euro mehr sein. Es wird immer weniger werden. Und die Menschen, die sich auf den Staat verlassen, die sich anlügen lassen wollen, die haben später dann wirklich das Problem. Sehen Sie da in der Zukunft, in der nächsten Zukunft eine Änderung in der Politik? A, dass Sie den Bürgern reinen Wein einschenken oder B, dass wirklich ein System geändert wird? Oder muss es erst kollabieren mit dem Euro, mit dem Finanzsystem, dass auch das Rentensystem auf anderen Füßen steht? Also ich hätte es bis Oktober, November nicht so gesehen, dass die Politiker uns reinen Wein einschenken. Ich vertraue aber darauf, dass die Demonstrationen jetzt, Pegida und so weiter, die Politiker wirklich dazu zwingen, dass sie uns nicht mehr anlügen, sondern dass sie uns die Wahrheit sagen. Was empfehlen Sie
also einen Rentenversicherungsbeitragspflichtigen. Was soll der nebenher noch machen? Also unabhängig jetzt, soll er in Versicherung, es ist ja im Moment eine Zwickmühle. Ja, es wird also Versicherung ist das Schlechteste, was man machen kann, weil das Geld ist eigentlich verloren. Es gibt leider halt viele Menschen, die können nicht zusätzlich noch was ansparen. Das ist das Problem, das wir haben. Diese Menschen können zusätzlich nicht ansparen. Warum? Weil die auch schon so belastet werden von unserem Staat durch Abgaben und Steuern, weil wir das Geld auf der ganzen Welt verteilen, dass für sie selber nichts mehr übrig bleibt. Also ich sage ja immer, der Euro frisst unsere Altersvorsorge. Unsere Altersvorsorge ist in Gefahr durch den Euro. Diejenigen, die Vermögenswerte haben, können ihr Portfolio weit streuen, also Edelmetalle, Anleihen von Nicht-Euro-Ländern, Fremdwährungen, Nicht-Euro, also Fremdwährungen, dann Aktien, Immobilieninvestments und Rohstoffe. So breit gesteuert kann man ein bisschen sich dagegen schützen. Aber derjenige, der nichts hat, den beißen die Hunde leider. Kommen wir nochmal auf den Herrn Blüm zurück, der ja das so schön plakatiert hat. Es ist ja mittlerweile so, dass die Halbwertszeit dieser Aussagen der Politiker, die Politiker können das ja selber noch miterleben, dass das nicht stimmt, was sie sagen. Ja. Der Herr Blüm lebt ja noch. Gibt es denn da Aussagen davon, was er davon hält, was er hier 86 plakatiert hat? Naja, seine Rente ist ja sicher, seine Pension, die er bekommt, die ist ja sicher. Er hat also nicht gelogen, wenn er sich selber gemeint hat. Und sonst gibt es natürlich irgendwelche Erklärungen, dass es damals eben anders war wie heute und die Entwicklungen konnte man nicht absehen und so weiter. Aber jeder, der ein Unternehmen führt, jeder Geschäftsführer, der ein Unternehmen führt, muss von einem Worst Case ausgehen. Was ist das Schlimmstmöglichste, was geschehen kann? Und genau das machen die Politiker nicht. Sie verkaufen uns immer nur die blühenden Wiesen. Aber die rechnen nicht damit, dass unser System um die Ohren fliegen kann. Und deshalb haben sie auch keine Lösungen. Deshalb erzählen sie uns immer nur das Positive, aber nicht das, was tatsächlich der Fall ist. Ein bisschen was haben wir dazu beigetragen, dass ich hoffe, ja. Licht ins Dunkel kommt. Ich bedanke mich, Herr Grant. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, und wir sehen uns gleich nochmal. Geehrte Zuseher, eins ist sicher, dass die Renten nicht sicher sind und schon gar nicht, dass Sie mit Ihren sauer verdienten Rentenbeiträgen bei Rentenbeginn nicht in die Altersarmut geraten. Falsch ist vollkommen das Argument, dass Zuwanderung die Probleme der deutschen Sozialkassen lösen könnte. Genau das Gegenteil ist der Fall. Unabhängig davon ist es eine Bankrotterklärung aller Parteien, die in den letzten Jahrzehnten in den Parlamenten vertreten waren, wenn uns in Deutschland täglich erklärt wird, ohne Zuwanderung könnte sich unser Land nicht halten. Ich sehe hier keine Familienpolitik, keine Arbeitsmarktpolitik, sondern nur Ausreden. Aber die Menschen in Deutschland wehren sich und das ist gut so. Die nächste Wahl kommt doch vielleicht schneller, als manche denken mögen. Die Uhr tickt, die Zeit läuft, nutzen wir sie, um für die Zukunft richtig zu handeln, zu wählen und vorzusorgen. Das war's für heute von Edelmetallkasse TV. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.